Galaxy Watch Ultra, die erste Film ab. Ja, und damit herzlich willkommen bei RL Photo Pro. Vorab erstmal ein herzliches Dank an YouTube Creators, die haben mir hier diese coole Videoklappe zugeschickt. 594 Stück gibt es davon offiziell, also relativ limitiert das Ganze und es wird auf jeden Fall einen coolen Platz irgendwo hier hinter mir bekommen. Ansonsten geht es heute um die Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Auf das 2-Wochen-Fazit habe ich mich ja schon recht gefreut, weil die Uhr einfach mal was komplett anderes ist zu meiner Garmin Pilot D2 Mach 1, die ich sonst so die letzten 3-4 Jahre genutzt habe. Was ich alles positiv, neutral und negativ finde, erfahrt ihr auf jeden Fall heute in diesem Video. Und auch die Nutzung mit dem Fold 7 hatte ich ja da eben begonnen. Das kam ja leider nicht zeitgleich, darum hat es ein bisschen gedauert, bis ich die Watch Ultra genutzt habe. Ich habe sie dann doch mit meinem Xiaomi 15 Ultra nochmal kurz eingerichtet gehabt, um auch zu gucken, was funktioniert bei Samsung mehr. Da gibt es ja ein paar Features, die nur exklusiv bei Samsung Smartphones funktionieren und was funktioniert eben bei Drittherstellern, also nicht Samsung, sage ich jetzt mal. Ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr noch keins habt, wenn ihr ein Abo da lasst. Es wird ja auch zum Fold 7 die Tage mal noch ein Video kommen. So die ersten 2-3 Wochen mit dem Gerät, wie finde ich so, und auch das Honor Magic V5 steht ja in den Startlöchern. Das wird ja am 28. diesen Monat dann noch released. Ist ja der direkte Konkurrent dazu. Bin ich mal gespannt, wie es sich dann schlagen wird. Über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich bei dem Video natürlich auch freuen, weil mich auch interessiert, ob ihr eine Watch Ultra vielleicht schon habt, ob ihr euch eine zulegen wollt, ob ihr vielleicht das Vorgängermodell 2024 habt, was nicht so viel anders ist, so viel vorweg schon mal genommen. Aber genug geschwafelt, wir fangen an mit dem Intro und danach geht's los. Bis gleich. Ich überfliege mal ganz kurz die Neuerungen der Watch Ultra 2025 im Schnelldurchflug. Und zwar haben wir 64 GB anstatt 32 GB zum Vorgängermodell, Arbeitsspeicher wieder 2 GB. Es gibt eine neue Farbvariante Titanium Blue, das ist die ich hier gekauft habe. Wir haben eine neue Notfallsirene, die bis zu 86 Dezibel lauten Ton von sich gibt und der wohl auch bei freier Sicht oder freiem Feld bis zu 180 Meter hörbar ist. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt, wie das dann klingt, habe aber die Lautstärke ein bisschen runtergedreht, weil sonst fliegen euch wahrscheinlich die Kopfhörer gleich aus dem Ohr. Dann haben wir One UI 8 Watch basierend auf Wear OS 6. Die Software bringt halt natürlich auch ein paar neue Features mit sich. Ich zeige euch da mal ein paar Ausschnitte. Wir haben Google Gemini natürlich mit integriert mittlerweile. Wir haben einen Energy Score, das ist quasi wie Body Battery bei Garmin, wo man so eine Art Energiewert des Tages, wo Werte vom Vortag und der Nacht, vom Schlaf und so weiter mit einberechnet werden, um entsprechend ein Fitnesslevel darzustellen. Wir haben einen Laufcoach, der ist aktuell noch mit Beta versehen, das heißt, der ist noch so ein bisschen in der Testphase, sage ich mal. Ich werde ihn auf jeden Fall auch mal testen. Ich bin nicht der Ausdauersportler, muss man dazu sagen. Das heißt, ich werde dann nach 2 Kilometern schon wegsterben. Aber vielleicht verbessert sich ja meine Ausdauer in den nächsten Wochen damit. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Des Weiteren haben wir einen Antioxidantienindex jetzt. Das ist quasi so ein Stoffwechselindex, den ihr da abrufen könnt. Dann habt ihr die Funktion, die Gefäßbelastung zu prüfen bzw. zu messen. Dafür müsst ihr die Uhr aber 3 Nächte lang getragen haben, ansonsten wird euch der Wert nicht angezeigt. Und wir haben eine verbesserte Schlafanalyse mit Bedtime Guidance, also der sagt euch halt, wenn es am besten wäre, wann ihr ins Bett geht. Die Naubar, die ihr von Samsung Galaxy Smartphones kennt, die ist jetzt auch auf der Watch mit drauf. Ich habe die relativ selten tatsächlich bisher angezeigt bekommen, aber ja, ist auf jeden Fall dabei.
Wichtig zu erwähnen ist bei den Software-Features, die kommen bzw. sind auch schon alle auf die Galaxy Watch Ultra 2024 gekommen. Also da ist tatsächlich hardwaremäßig nicht viel passiert. Was sich wohl auch noch geändert hat, aber das genieße ich mit Vorsicht, ich habe da schon eher negative Berichte drüber gehört, ist das GPS. Wir haben jetzt L1 und L5 an Bord, was wohl die Genauigkeit verbessern soll. Ich muss sagen, bei meiner Garmin Pilot war die Genauigkeit wirklich extrem gut. Wie genau das jetzt hier ist, wird sich dann im Alltagstest zeigen, wenn ich eben den Running Coach auch mal nutze und auch ein bisschen mehr Fahrrad fahre und so weiter. Da wird sich das auf jeden Fall rauskristallisieren. Von daher seid gespannt aufs Langzeit-Review. Zudem habe ich mir mal notiert, was alles gleich geblieben ist. Zum Beispiel der Exynos W1000 Prozessor, die 590 mAh des Akkus mit relativ langsamen Laden, wie ich zumindest finde, 15 Watt. Aber ich habe mal einen Test gemacht und das war immer ähnlich. Die Uhr war eingeschaltet, ich habe es ins Ladepad rein. Von 5%, was der Akku noch hatte, bis 80% waren es um die 48 Minuten. Und von den 5% bis 100% waren es dann am Ende 1 Stunde 43. Das heißt, die letzten 20% haben echt lang gebraucht, um reinzuladen. Ich habe auch so ein Lademessgerät, da hat man auch gesehen, dass er dann von diesen 13 bis 15 Watt runtergegangen ist, zum Teil auf 5 Watt nur noch, also entsprechend relativ langsam. Wir haben 1,5 Zoll AMOLED-Display wieder verbaut mit den 3000 Nit Spitzenhelligkeit wie beim Vorgängermodell und auch die Optik und ja, so dieses ganze Feeling der Watch ist komplett gleich geblieben. Ich habe mir da auch mal das Modell von vorher beim Mediamarkt mal angeguckt. Also es ist für mich komplett identisch, gleiches Gehäuse, die Bänder im Endeffekt gleich, so von der Haptik zumindest. Und ja, hat sich eben, wie gesagt, nicht viel getan. Zudem sind auch entsprechend natürlich die Abmessungen und das Gewicht gleich geblieben. Ich schreibe euch die mal hier rein, damit ihr wisst, wie groß und schwer das Ganze ist. So viel zu den technischen Daten, genug geredet darüber. Es geht ja eigentlich darum, wie ist mir die Uhr vielleicht positiv, neutral und negativ aufgefallen in den letzten 2 Wochen. Ich habe die ganze Zeit dran gehabt, beziehungsweise immer mal wieder zum Laden eben abgenommen und fange für euch mal mit den positiven Aspekten an. Für mich ist der hauptpositive Aspekt bei der Uhr wirklich Wear OS. Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil viele sagen ja okay, Wear OS zieht einfach zu viel Strom etc. Kann ich voll nachvollziehen, aber es hat halt Funktionen, wo ich bei meiner Garmin Watch entweder umständlicher oder gar nicht hatte. Was ich positiv da fand und auch viel genutzt habe, zeige ich euch jetzt mal. Und zwar einmal, wir haben halt wirklich viele Android-Apps, wir haben Google Wallet nutzbar, wir können mit Google Home Lichter, Schalter etc. steuern. Google Notizen ist verfügbar, Google Maps, Google Kalender, Google Mail, genauso wie Outlook Mail zum Beispiel. Wir haben jetzt eben Gemini mit an Bord, aber leider noch keine Live-Funktion, also sprich so eine Konversation. Das wird mir noch richtig cool taugen bei einer Watch, weil dann kann ich halt auch Fragen zu meiner vorherigen Frage stellen, wenn mir da bei der Antwort einfach noch was fehlt. Zudem haben wir WhatsApp auch ohne Smartphone nutzbar, also das kann man auch nativ im Play Store der Uhr runterladen. Und da ihr LTE an Bord habt und da einen Vertrag hinterlegt habt, könnt ihr da eben auch in die WhatsApp-Konversation rein, die Bilder anschauen und eben auch entsprechend antworten. YouTube Music ist für mich so die Software, die ich am meisten genutzt habe tatsächlich, zusammen mit den ganzen Fitness-Features. Wenn ich im Fitnessstudio bin, schalte ich mir YouTube Music mit rein. Da kann man sich auch die Playlist zum Beispiel runterladen. Mit dem internen Speicher ist das ja kein Problem. Und entsprechend über Bluetooth-Kopfhörer dann direkt von der Uhr Musik hören. Finde ich richtig cool und praktisch und wie gesagt, habe ich echt oft benutzt. Was für mich auch eine coole Sache ist, ist, dass ich den Nuki-Türöffner nutzen kann. Also es gibt auch eine Nuki-App dafür und da kann ich eben unser Türschloss elektronisch mit der Uhr öffnen. Entsprechend, wenn ich zum Beispiel mal den PIN aus irgendwelchen Gründen vergessen habe oder mein Fingerabdruck nicht mehr verfügbar ist, dann kann ich es halt mit der Watch öffnen und ja, ist halt teilweise schneller oder praktischer als eben das Keypad, wo montiert ist bei uns. Und ein kleines Gadget, was aber leider nur mit Samsung-Smartphones funktioniert, ist die Kamera-Remote-Steuerung. Ihr habt dann auf der Uhr so ein kleines Vorschaubild, ich zeige euch es auch mal wieder,
wie das dann ausschaut, könnt einen Auslöser tätigen etc. Also das ist ein cooles Gadget, was ich vielleicht auch mal nutzen würde, zum Beispiel für den Astro Workshop bzw. die Astro Masterclass. Da werde ich auch mal das Fold 7 dann nutzen und eben auch die Uhr als Fernauslöser in dem Sinne, damit da auch nichts verwackelt beim Auslösen. Was ich bei der Watch Ultra 2025 oder auch generell bei Android Wear Smartwatches gut finde, ist einfach der Play Store und damit die verbundene App-Vielfalt. Man hat wirklich so viele Apps, die man nutzen kann und vor allem auch viele Watchfaces. Das heißt, ihr könnt da einfach super viel dran anpassen. Das heißt, ihr könnt euer Ziffernblatt komplett personalisieren, so wie es euch halt passt, gefällt und welches euch auch immer gefällt. Und habt da eben extrem viele Möglichkeiten, was jetzt zum Beispiel bei anderen Smartwatches wie Amazfit, Garmin und so weiter eher beschränkt ist, sage ich mal. Die haben zwar auch viel Auswahl, aber eben nicht diese Masse an Auswahl wie bei Wear OS. Apple Watch ist da vielleicht noch ein Konkurrent in der Richtung, aber ja, also bin ich super zufrieden damit. Zudem habt ihr echt viele Fitnessfunktionen bei der Watch. Ich scroll das mal langsam durch, damit ihr seht, was da so alles drin ist. Ihr könnt es dann auch pausieren, dann seht ihr eben mal die Liste. Ihr könnt aber auch eigene Aktivitäten noch anlegen, das finde ich cool. Und es gibt eben auch sowas wie einen Triathlon und Duathlon, den ihr da auch mit tracken könnt. Also da gibt es echt viele Optionen und auch da könnt ihr entsprechend wieder eigene Aktivitätskombos sozusagen erstellen. Was mir nur durch Zufall eigentlich mal positiv aufgefallen ist, ist die Telefoniefunktion der Watch. Ich habe nämlich mal einen Anruf bekommen und habe dann mein Handy nicht gleich gefunden und bin dann mit der Watch ran und ich muss sagen, die Sprachqualität war wirklich sehr gut, sehr klar, sehr laut konnte man es auch stellen und der Gesprächspartner hat uns auch super verstanden. Also von daher würde ich sagen, das ist echt ein sehr positives Feature, haben natürlich andere Watches auch, aber da ist es mir jetzt halt in dem Fall zufällig mal aufgefallen. Und ganz wichtig, die Watch zeigt natürlich auch die Uhrzeit an, also das darf man natürlich auch positiv erwähnen. Neutral würde ich zumindest für mich persönlich dieses Design der Uhr beschreiben, also dieses Runde im Eckigen würde ich jetzt mal behaupten, ja, das ist jetzt nicht so ganz mein Fall, dieser eckige Körper, ja, mit dem runden Watchface. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie dann einfach das Display komplett ausweiten. Ich weiß, Wear OS ist eher auf die runden Designs mittlerweile gepolt. Entsprechend ist es vielleicht auch ein systembedingtes Thema, aber dann ja, hätte ich halt lieber sowas wie die Watch Classic oder so genommen. Aber ist ja wie gesagt möglich. Ihr habt ja die Option für die Watch 8 und Watch 8 Classic, die sind ja eher rund designt, haben aber eben auch nicht so einen großen Akku dann entsprechend. Was ich auch neutral bewerten würde, ist die Antioxidantienmessung. Man muss nämlich dafür die Uhr abnehmen und den Daumen auflegen. Das heißt, ihr könnt es nicht direkt vom Handgelenk abmessen. Das ist halt wahrscheinlich einfach auch der Beschaffenheit gegeben, weil wie bei mir zum Beispiel Härchen dazwischen sind, dann kann er es vielleicht nicht richtig messen etc. Die genauen Hintergründe weiß ich nicht, aber man muss halt wissen, dafür muss die Uhr abgenommen werden. Außerdem finde ich dieses Dynamic Look Armbandsystem, wie sie es nennen, halt auch wieder so eine Sache. Ihr habt halt da keine normalen Armbänder, die ihr dran machen müsst, sondern eben diese speziellen Adapter, die da dran geklipst werden. Und das führt einfach dazu, dass ihr euch eben spezielle Armbänder kaufen müsst. Aber es gibt auch eine Abhilfe. Es gibt zum Beispiel bei AliExpress und zumindest zum aktuellen Zeitpunkt müsst ihr da auch keinen Zoll dafür zahlen. Adapter auf 20, 22 und 24 mm Armbänder mit normalem Stift. Die Links zu den Armbändern und auch so die Armbänder, die mir so gefallen von Amazon und auch AliExpress plus diesen Adapter, die verlinke ich euch wieder mit unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein. Schaut auch mal gerne in meinen Amazon-Shop rein. Da habe ich auch immer ganz interessante Sachen. Auch wenn ihr so Richtung Smartphone-Fotografie oder was gehen wollt, habe ich da auch eine coole Shoppinglist für euch erstellt, was denn da so sinnvolles und essentielles Zubehör dafür wäre. Ja, kommen wir jetzt zu den negativen Punkten und ich muss ehrlich sagen, ich fange gleich mit dem Hauptpunkt für mich zumindest an. Das ist einfach die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist für mich einer der größten Kritikpunkte bei der Uhr, obwohl die Uhr ja doch recht dick und schwer ist, zumindest im Vergleich zu normalen Smartwatches, die eben nicht eine Ultra-Watch sind. Ja, also ich bin meistens so
um 7 Uhr aufgestanden, habe die Uhr von der Ladeschale runtergenommen und habe dann einen kompletten Tag plus die Nacht durchbekommen. Und in der Früh hatte ich dann noch so 5 bis 15% Akku, also je nachdem, wie viel ich vorher gemacht habe. Wenn ich im Fitnessstudio war oder vielleicht mit dem Fahrrad noch eine Runde gefahren bin mit GPS und so weiter, war es meistens so wirklich unterste Grenze. Und das ist halt auch schon mein Problem. Ja. Ich muss dann überlegen, lade ich die Uhr am Vorabend, bevor ich ins Bett gehe, damit eben mein Schlafrhythmus und das Ganze aufgezeichnet wird und eben Werte wie die Körperenergie sozusagen, die da gemessen wird dann, lade ich die Uhr am nächsten Morgen auf. Was ist aber, wenn ich da in die Arbeit fahren muss, dann wird es ja schon schwierig. Da muss ich eigentlich die Ladeschale mitnehmen etc. Ja, und es ist ja auch nicht so, ich stelle die drauf und dann ist die nach einer halben Stunde voll, sondern ich muss halt da wirklich mindestens 80% reinpumpen. Das heißt, eine Dreiviertelstunde einrechnen. Keine Ahnung. Also ich fand es irgendwie nicht optimal. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mehr erwartet und ich bin halt leider auch verwöhnt. Meine Garmin D2 Mach 1, die hat halt 5 Tage durchgehalten, inklusive Flugtracken, Sporttracking etc. Ja, ich muss gestehen, ich habe kein Google Wallet genutzt. Ich habe da eben dieses Garmin Pay genutzt, aber das ist ja von der Technologie her, sage ich mal, das Gleiche. Und ich habe keine Musik drüber gehört. Aber man muss ehrlich sagen, es waren auch Tage dabei, da habe ich das auch nicht gemacht und trotzdem war der Akku nur noch bei 15%. Ich habe im Prinzip immer das Always-On-Display angehabt, die Überwachung der Gesundheitsdaten, also Puls, Blutsauerstoff, Stress etc. Plus die Benachrichtigungen, die ich aber auch bei meiner Garmin Watch immer hatte. Ja, also wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich finde halt für so eine teure und vor allem auch große Watch mit theoretisch größerem Akku ist es einfach zu wenig. Zudem kommt dazu, dass wir eigentlich hier kaum wirklich echte Neuerungen zum Vorgängermodell haben, weder im Design noch im Display noch ja, irgendwie softwareseitig recht viel Neues. Das wird ja auch alles nachgeliefert bei der alten Watch. Vielleicht heißt die Watch deshalb auch nicht Watch Ultra 2, sondern Watch Ultra 2025, weil es eher so eine Art, ja, wie soll ich es nennen, ein Refresh ist und kein wirkliches Upgrade zur alten Watch. Ja, das, keine Ahnung, weiß ich nicht warum, aber irgendwie ist es ähnlich, sag ich mal, wie bei der Fold-Serie. Da ist vom Fold 3 oder 4 auch nicht mehr viel passiert bis zum Fold 6. Jetzt hat sich ja mal ein bisschen was getan, aber da fängt Samsung auch schon wieder meiner Meinung nach so das Schludern an. Finde ich halt nicht so schön. Und zu guter Letzt der Preis. Und ich finde, der ist einfach zu teuer, zumindest die Originalpreisgebung von Samsung. Das sind 699 Euro. Ja, es ist LTE verbaut und es ist die Ultra Watch. Ja, aber ich finde, fürs Gebotene ist es zu teuer. Natürlich, meine Garmin D2 Mach 1 hat noch mehr gekostet, aber die ist halt auch sehr speziell auf die Fliegerei ausgelegt. Und da ist es leider immer so, dass alles teuer ist, egal ob Headset, Watch etc. Aber es gibt halt auch Smartwatches, sage ich mal, von Amazfit. Mein Vater hat da zum Beispiel eine, die echt super lange Akkulaufzeit hat, auch ähnlich viele Daten aufnimmt wie jetzt die Watch Ultra, natürlich nicht mit Wear OS drauf, aber wenn man das nicht unbedingt braucht, gibt es da definitiv andere Alternativen, die ihr mal checken solltet und die halt auch günstiger sind, flacher und eben wie gesagt mit längerer Akkulaufzeit. Ja, und damit sind wir schon beim Ende meines 2 Wochen Fazits. Da kommt natürlich, wie gesagt, auch noch ein langes Review, aber das sind eben so die Punkte, was mir aufgefallen sind in den 2 Wochen, wo ich sie aktiv Tag und Nacht genutzt habe, bis auf die ständigen Akkuladungen eben. Und mich würde einfach interessieren, was denkt ihr von der Watch Ultra 2025 oder generell von der Samsung Galaxy Watch Ultra, egal welches Modell. Habt ihr vielleicht selber eine? Würdet ihr euch eine kaufen? Warum oder warum auch nicht? Und vor allem ganz wichtig, lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Das würde meinem Kanal enorm helfen. Und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn euch noch was interessiert, auch zum Galaxy Fold 7 oder dem Honor Magic V3, V5 etc. Oder andere Gadgets, die ich für euch testen kann. Ich habe tatsächlich jetzt mal noch 2 Sachen bestellt für mein iPad, die ich demnächst vorstellen werde. Zwar einmal ein
Wireless Transmitter für HDMI, also USB-C auf Wireless HDMI, plus eine Dockingstation, die eben auch so einen Ständer hat, wo ich es draufstellen kann, weil ja das iPad doch mehr Neuerungen mittlerweile hat, die so Richtung Mac OS gehen und nicht mehr Richtung iPad OS. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch mal ein kleines Video dazu machen, von daher seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, danke und ciao.